Thank you very much, Leyla, for having me. Don't worry, I won't speak in English. I worked very hard in a German speech. I wrote it myself with some help. So it won't be so spontaneous, but I think the message still stands. And I also want to thank our lovely policemen and women for protecting us and for protecting freedom of assembly and freedom of speech, which is very important for a democratic society. Ich wollte sehr meine Rede in Deutsch halten. Ich wollte euch Deutschen sagen, wir sind verbunden. Meine Freunde lachen mich aus. Die Sprache, die 6 Millionen Juden ermordet hat. Auch die Familie meiner Großeltern. Ja, das war ein furchtbarer Teil eurer Geschichte. Aber ich glaube, wir können diesen Zeitabschnitt bewältigen. Aber wir müssen das zusammen tun. Juden und Deutsche, Israelis und Deutsche. Ich wurde gewarnt, es gibt Antisemiten bei den Frauenmarsch, Neonazis. Er benutzt mich als eine jüdische israelische Frau, euch zu helfen, euer Image zu verbessern. Also lasst mich zu jedem Antisemiten hier sagen, bleibt hier. Holt meine Rede zu Ende. Und zum anderen, benutzt mich. Ich hatte Glück. Leyla hat mir nicht gesagt, was ich sagen oder nicht sagen darf. Sie glaubt an Freiheit, besonders Meinungs- und Redefreiheit. Bravo. Das ist eine Säule für eine freie Gesellschaft. Vielleicht gibt es hier einige Leute, die Juden hassen, besonders auch in den Gegendemonstrationen. Was sollen wir tun? Eine Zaun errichten? Ein Plakat, das sagt, kein Antisemiten hier? Keine schlechte Idee, okay? Wenn das so wichtig ist, Judenhasser hier zu verhindern, warum hat Kanzlerin Merkel so viele Antisemiten in dieses Land aufgenommen? Wo war der Zaun an die Grenzen? Warum hat die Polizei dort nicht geprüft, wer antisemitisch ist und wer nicht? Vielleicht ist für diese Regierung nicht so wichtig, Judenhass zu verhindern. Sie nur sagt so. Und jetzt, ich bin hier in Berlin in Deutschland und habe Angst, weil ich bin Jüdin, weil bin ich eine Frau, weil ich islamkritischer bin. Aktuelle Umfragen zeigen, die meisten Flüchtlinge bringen Judenhass aus ihren islamischen gewaltigen Diktaturen mit. Aber wenn ihr sagt, was ich sage, dann seid ihr Nazis. Spricht gegen islamischen Israelhass und auf die Übergriffe auf Frauen und du bist Rassist. In welcher Welt leben wir eigentlich? Wenn in Deutschland heute Israel-Freunde und Islamkritiker als Nazis bezeichnet werden, dann hat Deutschland nicht das Wichtigste aus der Geschichte gelernt. Bravo. Ich habe eine wichtige Botschaft für Deutschland, die lautet: Muslime sind keine Juden. Judentum ist nicht Islam. Es sind zwei Gegensätze. Das Judentum ist in seinem Wesen eine Religion für Freiheit, Freiheit von Sklaverei. Das Judentum ist die wahre Religion des Friedens, nicht Islam. Judentum, wie auch Frauen, haben erheblich unsere zivilisierte Gesellschaft geformt. Deswegen ist Israel ein freies Land für Juden, Nichtjuden und Frauen.
Islam ist eine Religion der Unterwerfung der religiösen Tyrannei. Deswegen gibt es keine Freiheit, besonders für Juden, Nicht-Muslime und Frauen in arabischen-islamischen Ländern. Es ist kein Wunder, dass Hitler mit dem Islam sympathisierte und umgekehrt. Heute haben wir das gleiche Problem, ihr und ich, Israel und Deutschland. Wir haben viel Angst davor, was andere Leute über uns sagen und denken. Wir haben Angst, das Wort Islam auszusprechen, um gegen unsere Feinde zu kämpfen. Wir haben Angst, dass Leute uns Nazis und Rassisten nennen. Wir haben diese Religion erlaubt, uns zu spalten. Unsere Gesellschaft in Israel war auch einmal kaputt. Die Osloer Abkommen und die Rückzug von Gaza in 2005 hat uns in 2 Teile geschnitten. Aber zu viele islamische Terroropfer haben uns wieder geeint. Wie viele Übergriffe auf Frauen und Terroropfer muss es noch geben, damit sich dieses Land wieder vereint? Deswegen wir brauchen ein Ende. Wählt die mutigen Frauen und Männer. Die Frauen und Männer ohne Angst. Die Frauen und Männer, die gegen den Strom schwimmen. Die Frauen und Männer, die vor 80 Jahren gegen die Nazis gekämpft hätten, weil wir die Freiheit lieben. Damals zerstörte sich Deutschland selbst, indem die Grenzen überschritt. Heute zerstört sich Deutschland selbst, indem zulässt, dass undemokratische, antisemitische und antifeministische Menschen die Grenze überqueren. Ich bin hier, um euch zu sagen, ich, eine Enkelin von Holocaust-Überlebenden, das ist für euer schönes Land sorgen sollt. Es ist nicht rassistisch, eure Familien zu schützen, besonders deine Frauen und Mädchen vor Verletzung zu bewahren. Obwohl Israel stark scheint, muss mein Land und meine Leute immer noch um unser Leben kämpfen. Vielleicht bin ich ein bisschen eifersüchtig. Viele wissen nicht, wie gut sie es hier haben, während unser Leid nicht endet. Es könnte hier ein Paradies für Frauen und Juden sein. Und ich muss euch bitten, helft uns. Wir brauchen euch Deutschen, um uns gegen Antisemitismus und islamische Gewalt zu schützen, welche heute als Israel-Hass auftreten. Ich bin nicht so religiös, aber ich glaube an diese Aussage. Wer Israel segnet wird, gesegnet sein. Wer Israel verflucht wird, verflucht sein. Und lasst mich hinzufügen, wer Frauen segnet wird, gesegnet sein. Wer Frauen verflucht wird, verflucht sein. Bravo. Deutschland hat wieder die Wahl, den Segen oder den Fluch. Wird Deutschland zu den Juden stehen, zu den Frauen und zu dem freien Israel oder zum Islam, welcher Juden und Frauen unterdrückt? Was wird es wählen? Bitte, lasst mich nicht im Stich. Doch viel mehr, lasst euch selbst nicht im Stich. Nicht schon wieder.